freue mich sehr, dass ich euch heute hier begrüßen darf. Wir möchten ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sprechen. Und ja, ich habe dafür hier spannende Gäste und würde euch einfach mal bitten, euch vorzustellen und zu sagen, was ihr für eine Position habt, was ihr macht und ja, was ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, speziell natürlich mit dem T7 Methan Power verbindet. Mein Name Daniel Königs. Ich komme aus Neuss bei Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb mit circa 100 Hektar und betreibe noch dabei eine Biogasanlage, die sich darauf spezialisiert hat, aus Pferdemist Biomethan zu gewinnen und dieses einmal in Erdgasnetz einspeisen kann, aber auch mittlerweile eine eigene Tankstelle am Hof betreibe, die öffentlich zugänglich ist. Ah, okay. Also können Kunden quasi bei dir kommen oder ja, wenn man jetzt einen Methan-Traktor hat, kann man bei dir quasi tanken Genau. wie an einer normalen Tankstelle, man sich den Diesel abholen kann, sozusagen. Genau, es ist eine autarke Tankstelle quasi im Feld, Ja, so Infrastruktur ausgebaut und ja, jeder, der 'n CNG-Antrieb hat, ja, kann da frei tanken kommen, ja. ja, spannend. Genau, mein Name ist Bastian Luthermann. Ich bin von der Newtech-Gruppe, bin Projektmanager für verschiedene Sonderprojekte. Eins davon ist dann die Unterstützung des Vertriebs der alternativen Antriebe. Dort, da wir die Marke New Holland vertreiben, dann der T7 oder auch T6 mit Handpower mein Feld, wo ich versuche, mit den Kunden Konzepte zu erarbeiten, wie es bei ihnen in den Tagesablauf reinpasst. Wie zum Beispiel bei Daniel könnte man gucken, wie die Einsatzzwecke sind, um dann dort mit dem Fahrzeug ihm einen Mehrwert zu bieten. Mhm. Genau. Ich bin Klaus Enghaus, arbeite bei CNH New Holland schon eine sehr lange Zeit, habe einiges an Berufserfahrung und Marketingkenntnissen und so weiter gewonnen. Seit 20 Jahren habe ich ungefähr das Hobby mit alternativen Antrieben, dass ich mich damit beschäftige in allen Lagen. Und seit 4 Jahren ist es mein Hauptberuf geworden, meine Hauptposition, nämlich der Market Leader für Alternative Fuels, speziell für Deutschland. Und es ist sehr spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist auch sehr interessant, die ganzen Gruppierungen kennenzulernen, angefangen von speziellen Kunden, die sich auch dafür interessieren, zusammen mit Vertriebspartnern, zusammen mit den Verbänden, Organisationen, das Thema nach vorne zu bringen. Denn ich denke, es ist für uns alle wichtig, dass wir uns um eine nachhaltige Zukunft kümmern und dass wir eben auch entsprechend unseren Beitrag dazu leisten und das nicht nur in Worten, sondern auch in Taten folgen lassen. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und erklärt und damit hast du mir auch schon eine der ersten Fragen, die ich dir stellen wollte, vorweggenommen, nämlich was bedeutet das für dich, das Thema Nachhaltigkeit? Und das hast du jetzt ja hiermit schon wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, du sagst, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange damit bei New Holland und oder bei CNH, sagen wir mal so, um das Konzern allgemein zu halten, aber der Methan-Trecker ist halt nun mal von New Holland und deswegen würde ich das jetzt auch so in diesem Podcast einfach mal bei New Holland belassen. Ist ja auch was Einzigartiges im Portfolio, weil ich kenne jetzt so keinen anderen Hersteller, der in diese Richtung was macht. Man hat da hier und da schon mal einen Elektrotraktor gesehen, aber dieses CNG-Prinzip, Biomethan, das ist ja schon einmalig. Und da bist du ja bestimmt auch sehr, sehr stolz drauf. Ja, also New Holland gilt schon lange als der Clean Energy Leader in der Landtechnik, weil wir uns schon vor 15, 17 Jahren zum Bereich Biodiesel bekannt haben. Wir beschäftigen uns schon sehr lange als Clean Energy Leader mit dem Thema, wie können wir nachhaltig unsere Fahrzeuge betreiben. Eine Stufe war Biodiesel, dort hatten wir alle Traktoren für B100 freigegeben, haben aber dann festgestellt, mit zunehmender Anforderungen an die Emissionsvorschriften wird es schwieriger, die Fahrzeuge mit Biodiesel zu betreiben. Mhm. Außerdem war eben im gesamten europäischen Raum keine Steuererleichterung mehr für Biodiesel da, Mhm. sodass es eigentlich ökonomisch nicht sinnvoll war, Biodiesel zu fahren. Zweiter Schritt war dann 2009, dass wir gesagt haben, Wasserstoff könnte der der Energieträger der Zukunft sein. Ja. Und wir haben 2009 mit dem NH2 schon den ersten Traktor mit Brennstoffzelle auf Wasserstofftechnologiebasis als Studie im Versuch gefahren.
Wir wollten den testen und so weiter. Es hat sich aber gezeigt, dass Wasserstoff in Verbindung mit der Brennstoffzelle für die Landwirtschaft eher etwas ungeeignet ist. Denn staubempfindlich, wir haben ja kaum Staub in der Landwirtschaft, ja. Ja, Ammoniakempfindlich. haben wir auch und kaum in der haben Landwirtschaft. wir auch kaum in der Landwirtschaft. Passiges Bild dazu, Ja, würde ich passendes sagen. Bild dazu gerade hier auf dem Screen. In Jolland mit Güllefass dahinter. Ja, aber auch kaum in der Landwirtschaft. Wir haben dann die Herausforderung, dass eine zusätzliche Kühlung notwendig ist, was das ganze Thema nochmal aufwendiger macht. Und die größte Herausforderung ist die Energiedichte von den verschiedenen alternativen Kraftstoffen. Mhm. Also haben wir bei New Holland gesagt, was könnte näherliegend sein als alternativer Kraftstoff, der auch in der Landwirtschaft regional produziert werden kann und am besten nicht nur aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern eben aus Abfallstoffen, aus Reststoffen. Und Biomethan ist einfach der universelle Kraftstoff, der hier in Frage kommt, weil Biomethan kann ich aus Reststoffen, aus Abfallstoffen, aus Pflanzen, alles, was übrig bleibt, was einfach sonst nicht verwertbar ist, kann mit der Biogasanlage zu Dünger plus eben zu Biomethan oder zu Biogas verarbeitet werden. In Deutschland sind es 9.700 Biogasanlagen, die sich aufgrund der EEG-Förderung auf die Produktion von Strom und Wärme eingestellt haben. Mittlerweile aber nach Herausfallen der EEG-Förderung sich Alternativen überlegen müssen. Und da ist Biomethan mittlerweile schon eine Alternative, die einfach dann eben auch universell einsetzbar ist, zumal als Ersatz für fossiles Erdgas oder eben auch als Kraftstoff für fossile Kraftstoffe. Ja, das hört sich erstmal wirklich rein logisch, total sinnvoll an. Und ja, da würde ich jetzt mal aus Händlersicht, wie ist da denn so der Stand, das Netz, die Kunden, wie ist die Akzeptanz, kannst du einen Überblick geben, wie das angenommen wird? Da gibt es mit Sicherheit auch noch viel zu tun, aber vielleicht mal so Stand jetzt. Genau, wir sind momentan, wie du schon sagst, noch ziemlich in den Startlöchern. Wir sind ja auch gerade aktuell von New Holland erst dabei, den T7 270 in den Markt einzuführen, sozusagen einen Kundenstamm aufzubauen. Das Problem, was Klaus eben schon erwähnt hat, ist halt meist die Biogasanlage vorher. Das heißt, alle kommen mit der großen Frage zu mir, ja, was soll man mit der Biogasanlage machen? Nur so zwei Themen aus meiner Sicht, aus Händlersicht ein bisschen auseinanderziehen. Das ist einmal die postige Frage auf der Biogasanlage und das zweite ist dann der Antrieb, mit dem ich dann weiterfahren möchte. Denn nur von dem Antrieb die Biogasanlage abhängig zu machen, ist ein bisschen der falsche Weg. Da muss ich ein eigenes Konzept stricken und dementsprechend kann ich da gar nicht so viel nachher mit einwirken. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Lösung für den Ackerbau, im Zweifelsfall Biomethan aus der Landwirtschaft zu nutzen, um dementsprechend die Vorteile mitzubringen. Dort merken wir zunehmend, dass gewisse Betriebe da eine höhere Nachfrage nach haben. Das heißt, wir sind oftmals bei lebensmittelnahen Unternehmen, sprich aus dem Gemüsebau, aus dem Sonderkulturbau, die da CO2-Nachhaltigkeit oder Reduktion auf groß geschrieben bekommen, aber dabei eine Wirtschaftlichkeit abgebildet haben möchten. Das heißt, wir müssen immer wirtschaftlich arbeiten, wo wir mit einem CNG-Antrieb natürlich eine verfügbare, aber auch eine wirtschaftliche Lösung bekommen. Das heißt, wir können eine Einsparung gegenüber dem Diesel, das kannst du bestimmt auch gleich nochmal, Daniel, aus erster Hand berichten, generieren und dem Kunden so auch im Prozess die Investitionen refinanzieren, aber nachher auch noch Gewinne einfahren lassen. Sodass wir diese Aufklärungsarbeit momentan viel leisten, wirklich im Gespräch sind, aber aktuell viel auf Großkunden unterwegs sind, weil natürlich irgendwo auch die finanzielle Kraft dahinter stecken muss. Sodass wir dann dort Konzepte entwickeln, wie auf der einen Seite der eigene Fuhrpark irgendwo umgestellt werden kann, wo fangen wir an mit welchen Fahrzeugen, welche passen vom Einsatzzweck am besten hinein. Aber auf der anderen Seite auch, wie können wir das Geschäftsmodell nicht auf andere Unternehmer im Umkreis, also sprich regionale Wertschöpfungsketten im Zweifelsfall, wie Logistiker, Lohnunternehmer oder ähnliches mit einzubinden, um dann zu schauen, wie kann man so regionale Konzepte halt stricken, um dem Landwirt eventuell auch eine Möglichkeit, externen Umsatz zu generieren oder und dementsprechend den Antrieb oder auch sein eigenes Biomethan, einen externen Absatzweg aufzubauen. Und das sind momentan so die Gespräche, wie das laufen kann. Da unterstützen wir natürlich gerne, auch mit Wissen, wie kann das, wo kann man. Aber es liegt eben im Zweifelsfall immer noch beim Kunden, da diese Konzepte zu entwickeln. Und daher sind wir da immer öfter mal gerne in einer relativ langen Zeit oder Vorlaufzeit. Aber man merkt zunehmend,
den Kunden macht das Spaß. Wir haben gerade ein Beispiel gehabt, wo wir jetzt einen verkaufen konnten, der zunehmend Nachfrage auch für seinen Biomethan bekommt. Ja. Und der herkommt immer, ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Macht wirklich Spaß. Man kriegt richtig auch aus der Region super positives Feedback, Ja. was natürlich dann dementsprechend auch im Vertrieb sehr viel Spaß Treibt macht. ja auch an, dann sage ich Genau, mal. Ne? das treibt an, sind positive Erfolge dann irgendwo. Und auch gerade für die Region, für die Unternehmen drumherum merken dann plötzlich, hey, da kann ich was machen, kann auch öffentlichkeitswirksam Natürlich. Nachhaltigkeit wieder spielen. Ist ja auch ein Als Thema. großen Punkt, genau. Gerade wo wir dann wieder in diesen regionalen Wertschöpfungsketten sind. Richtig. Und jetzt haben wir denn das große Glück, wir haben einmal jemanden aus der Entwicklung direkt von New Holland, dann haben wir einen Händler und dann haben wir natürlich auch einen Endverbraucher, sage ich mal, hier mit uns sitzen. Und du hast einen im Einsatz oder was für ein Modell hast du im Einsatz oder wie viele? Momentan habe ich 2 T6 180 im Einsatz. Ja, sonst, ja, wie so ein bisschen das in diese Richtung oder wir überhaupt dazu gekommen sind. Die Biogasanlage, ist von 2006, damals Ja. auch klassische Verstromung. Dann konnte man aber kein vernünftiges Wärmekonzept etablieren, weil wir mitten im Feld den Standort haben. Und dann kam dann eigentlich sehr schnell, ja, statt die chemische Energie vor Ort in Strom umzuwandeln, die chemische Energie weiterzugeben und den Umwandler dann woanders zu haben. Und dann wurde dann 2011 eine Gasaufbereitungsanlage gebaut. Das war 2011, genau. Dann 10 Jahre später läuft dann der erste Vertrag ab. Ja. So, und da war ich dann schon quasi Teil der Firma und habe mir dann Gedanken dazu gemacht, wie kann es denn danach weitergehen? Ja. So, und das war so ein Zeitpunkt, da war Biomethan eigentlich sehr niedrig im Kurs. Das heißt, wir hätten einen schlechteren Preis bekommen als die 10 Jahre davor. Okay, ja. Und haben dann überlegt, ja, was gibt's für Alternativen? Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie sich ein Betrieb, der Gemüse produziert, überlegt, einen Hofladen. Das wäre doch genial. Ne? Dann spart man sich den Händler und man hat die gesamte Wertschöpfung in der eigenen Hand. Genau. Und das war eigentlich so ein bisschen der Antrieb, dem wir uns so 2018 da so gewidmet haben uns dann 2019 zertifizieren lassen, dass unser Biomethan auch als Kraftstoff genutzt werden kann. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung einer Biogasanlage oder der wichtigste Schritt, eher gesagt. Und dann war halt klar, was ein gutes Biomethan ausmacht. So wie Klaus eben schon erzählte, der Fokus liegt dann darauf, landwirtschaftliche Abfall- und Reststoffe nutzbar zu machen, die Ja. halt sonst einfach, ja, wie zum Beispiel Mist, der wird dann auf einem riesigen Haufen das ganze Jahr gesammelt, Ja, genau. verrottet da vor sich hin, emittiert auch Methan und CO2 Ja. unkontrolliert, was halt das Klima halt schädigt. Genau. Und wird dann einfach als verrotteten Kram dann ins Feld gestreut Ja. und kann dann auch noch schlecht als Düngung kalkuliert werden, weil Ja, das so klar. ungleichmäßig auch verteilt werden kann. Und dann haben wir geschaut, was haben wir denn? Wir haben selber keine Tiere. Also okay, ja, was machen wir? Selber hatten wir vorher nur Silomais hauptsächlich eingesetzt, aber davon mussten wir irgendwie weg. Auch so Tank-Teller-Diskussionen in die Richtung. Ja. Und bei uns die Region, wir kommen aus dem Rheinkreis Neuss, ist einer der pferdestärksten Kreise in ganz Deutschland. Da stehen in diesem Kreis über 6.500 Pferde. Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das bekommt man auch erst, wenn man selber recherchiert. Ja, weil das natürlich, das sagt dir ja keiner. sagt keiner. Ne? In ganz Deutschland stehen 1,3 Millionen Pferde. Das ist Wahnsinn. ein Potenzial. Das ist unvorstellbar, Ja. wenn man rechnet, wie viel LKWs man von Iveco damit antreiben könnte oder wie viel jetzt mittlerweile T7 oder T6 von New Holland angetrieben werden könnten. So, und das war dann so der Schritt. Ja. Und dann hatte ich zu der Zeit gesehen, diese Designstudien von New Holland zum T6 mit noch so einer futuristischen Motorhaube. Ja, ich erinnere mich. Genau, das war ja natürlich klar, dass so sieht der nicht aus. Aber dann wurde das dann immer mehr Meldungen, die man so gesehen hat. Dann hatte ich dann einfach mal rumtelefoniert, alle in New Holland Werkstätten und Händler bei mir in der Nähe, dann haben die von CNG und so, haben die noch nie was von gehört, bis ich dann irgendwann an den Herrn Aretz kam. Der ist ein bisschen verantwortlich für die Region, für so Themen. Und Ja. dann kam ich dann an Klaus tatsächlich damals. Und dann waren die Pläne mit einer eigenen Tankstelle, weil es gibt einen Trecker. Und dann hat man natürlich als Landwirt selber den Anreiz, boah, das wäre ja ein Riesenwurf, ne? Ja. Der Trecker, aber wo tanke ich den? Da Ja. brauche ich eine eigene Tankstelle. Also wurde dann einfach, ja, wir brauchen eine Tankstelle. Dann wurde dann entschieden, okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Und dann haben wir eine Tankstelle gebaut, die wir jetzt mit einer eigenen Gasleitung versorgen. Das heißt, wir tanken auch genau das Molekül, was bei der Vergärung aus dem Pferdemist entstanden ist. Ja. Und das halt maximal transparent, ohne dass jetzt irgendwie was anderes dann, was weiß ich, Wasserkraft aus Norwegen oder Ja, so ja, gekauft, genau. ne? Sondern Ja. das wirklich, Das man ist kann ja es sehen. wirklich. Und ja, dann ging es dann eigentlich schnell. Dann waren die Trecker verfügbar. Der ein oder andere Vorführer stand dann in Deutschland zur Verfügung. Und dann haben wir Anfang 23 den ersten Trecker bekommen.
und dann kurz danach noch den zweiten bestellt und so dann nach und nach die Dieseltraktoren im Unternehmen dann rausgeschmissen, dafür die New Hollands gekauft und jetzt fahren die einmal circa 80% der Rohstoffe für die Biogasanlage sammeln wir damit selber ein, Ja. genau mit den Traktoren. Also der Trecker fährt dann mit dem Treibstoff von dem, was er geladen hat. Also es ist Wahnsinn, ja. ein sehr schönes Bild. Und ja, jetzt gehen wir noch weiter. Wir brauchen natürlich für schwere Bodenbearbeitung. Da kommt der T6 an seine Grenzen. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Der T7, hast du den schon ausprobiert? Ja, ich hatte das große Glück, wenn man Klaus kennt, ermöglicht er einem Dinge, die man gar nicht glauben kann. Ja. Auf jeden Fall durfte ich letztes Jahr den T7 mal testen. Konnte ihn bei mir vor allem für die schwere Bodenbearbeitung und Aussaat von Winterweizen einsetzen und Erfahrungen sammeln, was Verbräuche angeht, was halt die Agilität des Fahrverhaltens, des Getriebes und des Motors angeht. Und dann, ja, konnte der uns eigentlich ja mehr oder weniger überzeugen, so dass wir jetzt, wo sie endlich bestellbar und kurz vor der Auslieferung stehen, natürlich vorne mit dabei sein wollen. Ja, stark. Das ist natürlich dann auch schön, wenn man so kurze Wege hat und das dann auch alles schnell ermöglicht bekommt. Und dann hat man auch mal das Gefühl, man bringt was auf die Straße. Und das ist, glaube ich, das, worauf es dann auch ankommt, wenn man ein Clean Energy Leader sein will. Und wie ist so das, jetzt nochmal eine Frage in Richtung des Händlers, wie ist denn da so die Akzeptanz, wenn der da dann steht mit dem Range Extender? Landwirtschaft ist ja vermeintlich eher konservativ. Und dann ist es ja auch oft so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So. Wie ist da so das Feedback, die Erfahrung? Das würde mich mal unheimlich interessieren. Also sag mal, es sind immer zwei Schritte. Der erste Schritt würde ich mal sagen, ähnlich wie hier auf der Messe oder wenn wir einen Haustag haben oder ähnliches, erstmal ein bisschen zurückhalten. Erstmal diese große Skepsis, die du auch erwähnst, Ja. wo wir dann drüber diskutieren, Einsatzdauer, kommen wir dahin mit den 10 Stunden, die wir irgendwo auch darlegen. Da sage ich, heißt immer, ja, aber reicht das denn? Da muss man natürlich immer so ein bisschen noch die offenen Leute finden, weil man ja auch so ehrlich sein muss in der heutigen Zeit mit dem Dieselschlepper unter Volllast. Die 11, 12 Stunden sind vielleicht noch möglich, aber dann hört es auch irgendwann auf. Das heißt, so diesen Realismus da auch mal wieder so ein bisschen zu holen, die Leute da auch abzuholen und zu sagen, ja, kommt Leute, ist es jetzt wirklich so ein großer Einschnitt bei euch im Tag? Oder eben die Überraschung, ach, halt doch 10 Stunden kommt man dahin. Das ist ja doch schon gar nicht mehr so schlimm. Dann gehen wir noch über die Tankzeit, wo wir von 5 bis 10, also 12 Minuten sprechen. Dann ist es, ach so, dann so schnell kann ich wieder fahren und dann dementsprechend wieder 10 Stunden fahren. Dann ist es ja nochmal wieder was anderes. Ja. Das heißt, wenn man diese 2 Höhen einmal abgebaut hat, heißt es, ja gut, dann lass uns mal draufsetzen. Draufsetzen erstmal, ja. Du merkst es gar nicht. Ist ja gar kein Unterschied. Du siehst es nicht, du Genau. riechst es nicht. Also von daher. Dementsprechend ist genau das die Reaktion, ach, das ist ja eigentlich ein normaler Schlepper. Genau, das ist ja auch der Punkt dahinter. Sonst ist die Maschine baugleich mit den Dieselvarianten. Genau. Und dementsprechend auch erstmal kein Unterschied zu merken. Wenn wir dann ins, die praktische Vorführung kommen, da geht es ja nachher dann auch darum zu erfüllen, wie läuft da. Da ist es dann wirklich so, ach, der ist ja doch spritzig, der ist ja gar nicht so, wie ich das vom BRKW jetzt hätte gedacht, dass er so linear anläuft und dann dementsprechend, sondern er ist wirklich von der Charakteristik her wieder Diesel und dementsprechend auch genauso zu nutzen. Er zieht durch, das ist gar kein Problem, auch gerade in der Konfiguration auch als Ackerschlepper noch für gewisse Aufgaben gut zu brauchen. Ja. Auch wenn er, ich sag mal, in den heutigen Zeiten ja schon fast etwas kleiner ist für einen Ackerschlepper, aber trotzdem da auch sehr potent unterwegs. Ja. Aber wir hatten ihn vom großen Futtermischwagen, da waren die auch sehr überzeugt von dem Wendeverhalten etc. Also das passte alles sehr schön, sodass dann plötzlich nur die Frage stand, ja gut, was kostet das denn? Und im Zweifelsfall gucken wir mal, wie wir es in den Betrieb integrieren. Also das heißt, von der Technik her ist es gar kein Problem eigentlich mehr, da jetzt großartig Abstriche machen zu müssen. Klar, wir können nicht alles schön reden. Das heißt, wie gesagt, diese Einsatzdauer ist irgendwo ein bisschen da. Den Range Extender können wir auch nicht wegreden. Das heißt, für gewisse Einsatzzwecke wie Mähen oder sowas ist eben ein Punkt, wo wir kleine Einschnitte haben. Kommen wir aber zum Mittagessen mal nach Hause. Also das sind Mittel und Wege, wo wir Lösungen für finden können. Und ich glaube, diese Offenheit muss man erstmal einmal wieder ein bisschen wecken, diesen unternehmerischen Geist zu sagen, hey, lass uns das doch mal ausprobieren, wie können wir es bei euch integrieren. Da hat man dann natürlich als Hersteller die Aufgabe, das Range in den Markt zu bringen, marketingtechnisch, vertriebstechnisch. Und was würdest du sagen, Klaus, jetzt abgesehen vom Range Extender, den man anbauen kann, wenn der jetzt nicht dran ist, sieht der Trecker erstmal genauso aus wie ein Dieseltrecker. Technisch, was haben wir denn sonst so an Unterschieden? Oder kann man wirklich sagen, es ist eigentlich nur das Antriebskonzept? Ja, also wie gesagt, ich war ja bei der Entwicklung dabei und die ersten Methan-Traktoren, die wir probiert haben, die ersten Prototypen waren mit den Motoren der LKWs ausgestattet.
Und da war ein erheblicher Unterschied zum normalen Dieseltraktor. Wir hatten einfach nicht den Drehmoment von unten heraus, das Anzugsmoment. Wir hatten nicht die gleichbleibende Leistung und wir hatten auch nicht die Spritzigkeit. Das war dann die Entscheidung von New Holland, zusammen mit Fiat Powertrain einen neuen Motor zu entwickeln, der das kann. Also nicht den Traktor umzubauen, sondern eben den Motor so entsprechend dieseläquivalent zu gestalten, was uns absolut gelungen ist. Ja. Dann auch noch den Motor bis 280 PS oder 270 PS hochzubringen, weil wir haben ein Multipoint-Einspritzverfahren im Gasmotor, ja, im CNG-Motor. Das ist einmalig und ist auch eine einzigartige Sache. Wir haben eine stöchiometrische Messung im Brennraum. Das haben wir uns von Ferrari geholt, weil die müssen auch ein bisschen schneller reagieren, ja, wenn sie mal losfahren wollen. Und diese Technologien haben wir eben dann über den Fiat-Konzern zusammengefasst. Und es ist wirklich macht Spaß, mit den Fahrzeugen auch zu fahren. Und dann kommen eben die ökonomischen Gesichtspunkte zu den ökologischen dazu. Ja, dann hat man beides dann. Und da habe ich so eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir wollen ja auch mit Fakten arbeiten und das zeigen wir auch den Kunden auf. Wenn wir also ein T7 1200 Stunden im Jahr einsetzen, können wir oder sparen wir rund nach den Zahlen vom Bundeslandwirtschaftsministerium, ganz offiziellen Zahlen, sparen wir rund 70 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Wahnsinn. Das sind harte Fakten und das ist dann auch wirklich untermauernd, sage ich mal. Richtig. Und bei den Betriebskosten sieht es einfach so aus, wenn ich CNG oder wenn ich das Biomethan nicht ins Netz einspeise, sondern als eigenen Kraftstoff nutze, zahle ich zwar Energiesteuer, ich muss die Verdichtung berücksichtigen, weil es muss ja hochverdichtet werden, das sind auch Energiekosten. Aber auf der anderen Seite kann ich die THG-Quotenpreise geltend machen. Und nach der heutigen Situation ist es einfach so, dass die THG-Quotenpreise fast schon höher liegen als die Preise für das Gas, wenn ich es einspeise, also für das Biomethan, wenn ich es einspeise. Somit bleiben 50 Cent rund Kosten für Kilo Biomethan. Wenn ich den Dieselkosten dagegen rechne und rechne die runter, bei 1,65 € minus die Mehrwertsteuer, minus die Agrardieselrückvergütung. Die ja auch wegfällt in Zukunft vermutlich. Nein, die 2026 wieder kommt. Okay, ja, so genau bin ich da nicht drin in dem Thema. Aber ja, die 2026 wieder kommt, dann sind wir irgendwo bei 1,15 € für den Liter Diesel. Und das habe ich gegengerechnet. Und dann spare ich mit dem Biomethanschlepper 25.000 € Betriebskosten pro Jahr. Ja, und das ist eine Ansage. Das ist dann auch schnell der Return of Invest, sage ich mal. Richtig. Was ja und dann auch die kommt Frage der ist. Return of Invest und dann muss ich sagen, okay, wie viel ist ein Methan-Traktor teurer? Genau, wäre meine nächste Frage gewesen. Genau so viel, wie man einspart. Aber man hat immer noch den Umweltaspekt dann. Genauso viel, wie man im ersten ne? Jahr einspart. Im zweiten Jahr ist die Einsparung schon da. Aber wir haben aufgrund, sagen wir mal, unserer Aktivitäten und aufgrund der neuen Regierung gibt es für den Biomethanschlepper seit Dienstag letzte Woche wieder 25% Förderung. Aha, okay. Sodass der Mehrpreis egalisiert ist. Das heißt, wir haben denselben Preis wie der Dieseltraktor und damit habe ich die Kosteneinsparung voll bei den Betriebskosten. Investitionskosten sind gleichzusetzen. Die Betriebskosten sind eine Einsparung und ich kenne keine Kraftstoffalternative, die auch noch Kosten spart und regional hergestellt wird, uns autark macht, unabhängig von Ölscheichs und was auch immer, genau. Und was auch immer, ja. Und auch eine Technologie, die heute schon vorhanden ist und anwendbar ist. Nicht eine, ich sag mal, Zukunftsvision, wo wir noch lange brauchen, bis wir dorthin kommen. Ja, genau. Ich erinnere mich, wir waren im Osten, da haben wir uns auch, glaube ich, kennengelernt. Bei dem Grimma, Event in Grimma, genau. Und da bin ich den nämlich auch das erste Mal gefahren. Und da musste ich zwischendurch auch mal gucken, ist das der überhaupt so? Weil ich wirklich absolut keinen Unterschied festgestellt habe. Und wie du eben auch schon sagtest, die Spritzigkeit und so, das hat mich wirklich überrascht. Und wenn ich dann diese ganzen Fakten höre, dann frage ich mich, warum macht man das nicht? Oder warum gibt es das nicht schon länger? Genau. Ne? Es ist ja eigentlich, es hört sich fast an wie ein Perpetuum mobile, sag ich mal. Also von daher finde ich das wirklich super spannend, dieses Thema. Und würde jetzt vielleicht
abschließend nochmal an jeden von euch drei die Frage stellen, was ihr glaubt, wie es weitergeht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sagen wir mal so. Vielleicht fangen wir bei dir an, Daniel. Du hattest jetzt die längste Redepause. Und dann gehen wir nochmal im Entgegensatz des Uhrzeigersinns durch. Ja, also noch habe ich einen Traktor, der natürlich auf Diesel fährt, zwangsläufig. Bin natürlich froh, wenn ich den endlich abgeben kann, weil wenn man selber, gut, bei mir ist es natürlich, ich habe alles in einer Hand, Ja. betreibe auch die Tankstelle, Natürlich. bin natürlich mein eigener Kunde. Ja. Dadurch liegt es eigentlich auf der Hand. Warum soll ich dann mein Geld, Ja, welches da ich juckt es unter den erwirtschafte, Fingernägeln, richtig. ja, irgendwelchen anderen Leuten geben, die daran profitieren. Und das ist dann auf der anderen Seite wieder eine riesige Befriedigung, Ja. selber eine Maschine fahren zu können oder jetzt auch kaufen zu können, die mit dem eigenen auch Treibstoff, den ich ja selber mit meinen Händen ja produziere, weil Ja. der Aufwand, so aus Pferdemist das herzustellen, ist schon etwas größer. Klar. Deswegen sind wir jetzt genau in der richtigen Zeit, wo politische Anreize, die natürlich auch immer über viele Jahre vorbereitet werden. Jetzt gelten Gesetze, die viele Teilnehmer am Markt verpflichten, gewisse Dinge wie jetzt hier THG-Quote, was der Klaus eben ansprach. Genau. Dieses ganze System, was dahinter steckt, dass das jetzt genauso passt, dass Fahrzeuge da sind, dass Tankstellentechnik da sind. Da sind in den letzten Jahren auch mehrere neue Anbieter dazugekommen, wie beispielsweise Biogy, die halt zum Beispiel eine Schlüsselkomponente liefern können, ne, dass eine Biogasanlage sich eine eigene Aufbereitung mit Tankstelle dahinstellt, um dann nur noch den Trecker kaufen muss. Also Ja. das ist alles so einfach wie Es noch geht weiter nie. dann. Sagen. Genau. Ja, es geht weiter, man merkt richtig den Fortschritt in die Genau, Richtung. und wir dann. sind jetzt, sagen wir mal, quasi, der erste Schritt ist jetzt getan, jetzt ist alles da, jetzt müssen nur noch die Leute das erkennen, Ja. das sehen, Ja. quasi einfach nur den Artikel in der Zeitung lesen, oh, es ist da, wir können sofort losgehen. Ja. Und das ist natürlich auch schön zu wissen, so wir 3 oder wir 4, die jetzt hier sitzen, wir reden da gerade drüber, Ja. das ist jetzt der Start und jetzt geht's quasi los und jetzt können wir nur hoffen, dass keine Lobbyverbände aus der Mineralölindustrie uns Steine in den Weg Auch legt. das ist noch ein Punkt. Und wenn das nicht passiert, dann kommt ihr natürlich wieder ins Spiel. Ihr habt dann die große Aufgabe, die Leute mit dem Produkt zusammenzubringen, sage ich mal. Und Genau. das ist wahrscheinlich, klar, es ist eine Herausforderung, aber es ist ja auch irgendwie ein spannendes Projekt. Genau, super spannendes Projekt. Eine große Chance bzw. einen großen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb habe ich natürlich. Wir sind die Einzigen mit dieser Möglichkeit momentan. Ja. Das heißt, auch mit den Kunden, mit denen man sich unterhält, gerne eine andere Farbe fahren würden, muss ich leider immer wieder enttäuschen. Ich kann gerne den Traktor umlackieren, aber im Zweifelsfall wird es New Holland werden. Von daher ist da halt meine größte Chance zu sagen, da können wir auch Neukunden generieren. Und auch meine große Hoffnung ist natürlich für mich, in den nächsten 5 Jahren wird es erstmal sein, dass wir diese Aufklärung viel auch noch Richtung Biomethan, gerade auch die Kunden weiterbringen, weil sie natürlich in der Post-EEG-Frage weiterkommen und dementsprechend wir dann nachher noch als i-Tüpfchen mit dem Traktor um die Ecke kommen. Also Ja. sprich, das Gesamtkonzept runder machen können und dementsprechend da weitaus mehr PS auch auf die Straße kriegen können, damit wir in dem Vertrieb des Methanschleppers auch weiter vorankommen. Ne? Ja. Und dann hast du mir die perfekte Überleitung gegeben, mit mehr PS auf die Straße bringen. Klaus, wie geht's denn weiter in der Entwicklung? Wir sprechen jetzt über 270 PS. Tendenziell sehen wir trotzdem immer noch mehr größere Trecker, jede Agritechnica oder zumindest leistungsstärkere Trecker. Man hat vor 10 Jahren mal gesagt, ja, ist ja jetzt irgendwann mal erreicht das Limit, aber es geht weiter. Wie sieht es denn in dem Bereich aus? Kannst du da was verraten? Kannst du was antizipieren? Als Kunde stelle ich mir natürlich dann eine sehr entscheidende Frage. Und zwar habe ich natürlich ein Fahrzeug, welches noch den Pferdemist, den ich bei mir abkippe, in die Biogasanlage ja täglich einfüttern müsste. Ja, stimmt. Da bräuchte ich jetzt natürlich das Fahrzeug, was das kann. Weil dann kann ich Genau. alle Fahrzeuge, habe ich nämlich dann in meinem Betrieb Ja. auf CNG umgesetzt. Alle Dann- Personenfahrzeuge, alle Lastfahrzeuge. Da fehlt nur noch das Dann Ladefahrzeug. reden wir vielleicht mal über einen Teleskoplader oder so in die Richtung. Radlader. Oder ja, einen Radlader. irgendwas. Da bin ich ja flexibel. Hauptsache Ja. kein Diesel. Klaus, du hörst, was der Kunde möchte. Dafür sind wir hier. Kannst du hätten auch noch liefern? mehr Punkte in der Wollte Liste, ich so grad ist das sagen. nicht. Deswegen wurde uns hier der Slot auch zeitlich begrenzt. Ja, also wir sind natürlich bei der Entwicklung ständig mit dabei. Die Herausforderung ist einfach, das Volumen von der Energiedichte zusammenzukriegen, irgendwo als Tankvolumen zu haben. Wir brauchen das 4,5-fache Tankvolumen bei Biomethan auf 200 bar verdichtet, wie bei Diesel. Und wir sind jetzt heute bei 1150 Liter beim T7. Wenn wir dem noch mehr dazu packen, muss er irgendwo einen Rucksack bekommen oder noch
die Flaschen auf dem Kabinendach, Ja, was sicherlich für die Konstruktion, für das Design und für den praktischen Einsatz nicht überall tauglich ist. ja, Daher sind wir schon mal etwas begrenzt, weil ein größerer Traktor braucht eben auch natürlich. mehr Kraftstoff und sollte auch eine längere Autonomie auf dem Feld noch haben. Mhm. Deshalb die Entwicklung in höhere Fahrzeugkategorien wird dann wahrscheinlich in Richtung LNG gehen, ist dasselbe wie Biomethan, aber eben verflüssigt. Mhm. Bei minus 162 Grad wird es verflüssigt und damit brauche ich nur noch das 1,4-fache Tankvolumen Okay. wie beim Diesel. Das könnte sicherlich das Biomethan als Grundstoff nehmen und trotzdem anwendbar sein für größere Fahrzeuge. Aber lasst uns das Feld mal bespielen, was wir jetzt angefangen haben. Das ist das 10G. Bei 10G haben wir noch Möglichkeiten, so wie Daniel schon sagte, für Fahrzeuge, die sich auf dem Betrieb bewegen, die eben dort sind Mhm. und vor allem auch für Fahrzeuge, die oft eingesetzt werden, viele Betriebsstunden machen. Ja, Das könnte sein ein Radlader, der durchaus mit demselben Motor bewegt werden kann wie der T7 ja, weil heute haben wir beim neuen Radlader, der speziell für Biogasanlagen ist, 250 PS. Das wäre also adaptibel, ja, Ja. könnte man anpassen. Und wir haben auch bereits hier eine Studie stehen auf dem Stand hier bei New Holland. Und zwar ist es eine Hybridvariante, die eine batterieelektrisch betriebenes Teleskoplader, mhm. der zusätzlich einen Range Extender hat mit einem Biomethanmotor Mhm. und Biomethantank. Also auch diese Überlegungen gibt es. Dieser Teleskoplader ist hier ausgestellt als Studie, Mhm. weil wir einfach die Meinung der Kunden hier abfragen wollen. Wäre sowas interessant? Würde das passen? Wie kommt das Konzept an? Sicher ist vom Antrieb her voll elektrisch, batteriebetrieben ein fortschrittliches Konzept, aber batteriebetrieben reicht die Autonomie nicht aus beim Teleskoplader, der eben in die 4-Tonnen-Klasse reingeht bei 7, 8 Meter Reichweite Ja. oder Hubhöhe. Ja? Ja, ja, Bei kleineren Fahrzeugen und weniger Autonomie, ja. ja. Aber hier zeigen wir ein Konzept, das durchaus praxistauglich ist, auch für größere Ladefahrzeuge. Und wir sind gespannt, wie dieses Konzept ankommt. Ja, Sicherlich wird das nicht das Fahrzeug sein, weshalb der Landwirt auf Biomethan umstellt, mhm. weil wenn man den Tankinhalt sieht, ja, und was der täglich verbraucht, dann ist es eben nur eine Kleinigkeit, Ja. aber es kann Ergänzend. eben ergänzend mit eingesetzt Ja. werden. Exakt. Super interessant. Also ich könnte mich wirklich noch Stunden weiter mit euch unterhalten, aber ich glaube, ich habe schon gerade ein kleines Zeichen bekommen. Von daher würde ich sagen, wir lassen das Thema bis jetzt. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt. Also diese Podcasts sind für mich auch immer wieder eine Möglichkeit, was dazu zu lernen. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und das weitergeben, glaube ich. Vielen Dank euch dreien. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, weiterhin bitte so viel Euphorie in dem Thema, weil ich finde, das ist eine super Sache in jeder Hinsicht. Frederik, war für uns auch eine Ehre, hier zu sein. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und ich denke auch, dass wir sehr viele Informationen so weitergeben können. Ja, Wir sind aber auch da, um weitere Fragen zu beantworten oder weitere Informationen weiterzugeben. Und wenn wir noch einen kleinen Wunsch zum Ende da lassen könnten, ist vielleicht auch die Kunden mal zu überlegen, welche Einsatzzwecke habe ich, das differenzierter zu sehen, so eine Frage Ja. mit den alternativen Antrieben. Nicht immer nur stumpf zu sagen, ich brauche den Diesel, ja, sondern was habe ich eigentlich für Einsatzzwecke und da mal drüber zu überlegen, brauche ich den Diesel denn überhaupt noch? ja. Ein sehr schönes Abschlussplädoyer. Gerne. Vielen Dank euch drei. Ja. Danke.